Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des Spähpanzer II Ausführung L Lux von Flyhawk im Maßstab 1:72. Flyhawk war bis vor kurzem mir völlig unbekannt als Hersteller. Die machen hauptsächlich Fotonetzteile und Alurohre und jetzt zunehmend auch komplette Bausätze, meistens im Maßstab 1:72. Die haben durchaus auch schon von sich reden gemacht mit ihren Bausätzen und deswegen ist es, finde ich, ein guter Grund, dass wir uns das mal näher anschauen. Die Verpackung ist relativ stabil, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenn wir das dann öffnen, findet man für so ein kleines Fahrzeug in so einem kleinen Maßstab doch relativ viele Gießäste da drin. Schauen wir jetzt zuerst die Bauanleitung an. Hier haben wir nochmal eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen, Sicherheitshinweise. Dann gibt es hier 6 Bemalungs- und Markierungsvarianten, die sind allerdings nicht näher spezifiziert. Und dann geht auch schon der Zusammenbau los. Ganz klassisch, wie man es kennt, mit Unter- und Oberwanne. Und da kommen auch schon Fotonetzteile zum Einsatz für kleine Haken hier oben am Dach. Das ist natürlich schon ziemlich ungewöhnlich, in so einem Maßstab mit so kleinen Fotonetzteilen zu hantieren. Sicherlich nichts für Anfänger. Dann geht es weiter mit dem Heck, was da alles dran kommt, Auspufftopf und so weiter. Hier wird dann auch nochmal detailliert gezeigt, wo die Teile genau hingehen, wie die Abstände sind und so weiter und wieder Fotonetzteile, wo die rankommen. Also das ist nicht von schlechten Eltern. Dann geht es hier weiter mit diversen Stoßdämpfern und so weiter und auch wieder jede Menge Fotonetzteile, zum Beispiel hier auch für die Stromkabel, für die Scheinwerfer. Das ist doch ziemlich beeindruckend. Da sieht man einfach, dass Flyhawk aus dem Zurüstbereich kommt. Gut finde ich, dass hier die Übersichtlichkeit wegen manche Bauteile farbig ausgelegt sind, dass man auch genau weiß, wo die hinkommen, damit da keine Verwirrungen entstehen. Zum Beispiel hier eben beim Laufwerk oder auch bei den ganzen Staukisten und Werkzeugen, die auf die Schutzbleche kommen. Die Ketten liegen als Segmente bei. Sie auch nochmal genau erklärt, wie die Stückzahl sein soll. Das ist eigentlich ganz gut. Fotonetzteile für die Lüftergitter. Die sind natürlich fast am wichtigsten. Sind auch mal ein bisschen größere Teile im Gegensatz zu den ganzen kleinen Häkchen. Und ja, dann geht es schon an den Turm. Der ist relativ einfach zusammengebaut, auch wieder mit ein paar Ätzteilen hier und da. Und dann ist es auch schon beieinander. Auf der Rückseite findet man dann die Bemalungsanleitung. Da gibt es eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Mr. Hobby Farben und Tamiya Farben. Und dann folgen die 6 Bemalungs- und Markierungsvarianten, die nicht näher spezifiziert sind, was ich schade finde. Wir haben einmal eine Wintertarnung und die übrigen sind alle sandgelb mit grünen Tarnstreifen. Nachdem jetzt dieses Fahrzeug über diese Zusatzpanzerungselemente verfügt, sind das alles Fahrzeuge, die an der Ostfront eingesetzt waren. Das ist eigentlich das Einzige, was sich da sagen lässt. Schauen wir uns nun die Bauteile an. Hier die Unterwanne. Wie ihr sehen könnt, die ist verdammt klein. Wunderschön detailliert. Ist ein bisschen gerade hinten an den Lufteinlässen. Ist aber nichts Schlimmes. Lässt sich, glaube ich, ganz leicht abschaben. Interessanterweise ist es hier eigentlich aus mehreren Teilen bestehend. Das ist schon vom Hersteller aus so zusammengesteckt worden. Wahrscheinlich um Verzug vorzubeugen, dass das alles seine Form behält. Hier haben wir dann Teile der Oberwanne und einen Turm. Ich bin wirklich beeindruckt von diesen Oberflächendetails. Da können sich selbst manche 1:35er Bausätze eine Scheibe von abschneiden. Hier unten haben wir ein paar Auswerfmarken, die sind aber schnell versäubert. Die Oberwanne feinst detailliert, dass jetzt hier zum Beispiel diese Griffe an den Luken nicht noch einen Durchbruch haben, ist alles eigentlich. Das ist das Einzige, was man hier noch optimieren könnte. Aber so lässt sich es auch nicht gießen, da muss man einfach selber nochmal tätig werden. Der Turm wunderschön. Das sind alle Details da, die man sich wünschen kann. Also sowas habe ich in 1:72 überhaupt noch nie gesehen. Hier haben wir einmal Fahrwerkskomponenten und dann noch Teile, die an die Wanne gehören.
Guss ist makellos hier, kein Grat in Sicht. Feinste Details, vor allem hier jetzt an den Triebrädern. Da ist überhaupt nichts schwammig, alles feinst detailliert. Ich finde auch gut, dass jetzt ja nicht alle Teile viele Angusspunkte haben. Da kann man die Teile dann doch relativ schnell auslösen. Hier nochmal die Triebräder aus der Nähe. Schärfste Details. Hier haben wir noch ein paar Benzinkanister und Staukisten und hier drüben, das sind die Elemente der Zusatzpanzerung. Hier diese Teile, das sind eigentlich Stücke vom Leitrad. Da hatten die anscheinend doch einige über und haben daraus ja eine Zusatzpanzerung gebastelt. Ist recht interessant eigentlich. Hier wird es dann nochmal richtig filigran bei den Werkzeugen und so weiter. Das ist wirklich ganz großes Kino. Auch die Sternantenne liegt als Plastikteil bei. Das ist schon beeindruckend. Also die wissen auf jeden Fall, wie man Bausätze gießt und die Formen dazu baut. Der Gießast für die Ketten liegt doppelt bei. Auch hier gute Details. Segmentketten im Maßstab 1:72 machen durchaus Sinn. Das hat Revell ja auch schon vor vielen Jahren gehabt. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich komme damit ganz gut zurecht. Ja, keine Fischhäute zu sehen. Wirklich sehr schön gegossen. Auch wenige Angusspunkte. Da kommen wir mit dem Bau, glaube ich, ganz gut voran. Die Photoets-Platine ist wirklich beeindruckend. Winzigste Teile und auch vor allem sehr dünne Teile. Schaut euch das mal an. Da, ja, glaube ich, kann man kaum mitarbeiten, so dünn sind die. Also das erfordert sicherlich einige Übungen, die zu verwenden. Hier auch nochmal eine Sternantenne aus Photoets-Teilen. Das ist gut, dass man da eine Wahlmöglichkeit hat. Ist ja doch nicht für jeden was. Wirklich beeindruckend. Also das ja, zeigt sich doch alles auf sehr hohem Niveau. Eigentlich mehr so, wie man es von einem Bausatz im Maßstab 1:35 erwarten würde. Die Abziehbilder sind sauber gedruckt, schaut eigentlich ganz okay aus. Die sind nur relativ dick und auch der Trägerfilm ist ein bisschen groß geraten. Also da muss ich sagen, die Abziehbilder, die sind normal. Die sind jetzt nicht wirklich überragend, werden sich aber wahrscheinlich schon verwenden lassen. Also ich bin wirklich beeindruckt von dem Bausatz. Ich hätte nicht gedacht, dass man solche Details in so einem kleinen Maßstab noch darstellen kann im Plastikspritzguss. Und was dann nicht mehr ging, haben sie eben mit ihren Photoets-Teilen dann noch beigelegt. Also das ist wirklich ein rundum sorglos Paket mit einer Detailfülle, wie man es eigentlich selten sieht. Ich bin ehrlich gesagt wirklich beeindruckt. Das ist sicherlich auch kein einfacher Bausatz, allein schon wegen den ganzen Ätzteilen. Das ist doch recht aufwendig, dass man das schön hinbekommt. Trotzdem eine Empfehlung von mir, gerade für die etwas erfahreneren von euch. Das ist ein Bausatz, der sich wirklich lohnt, dass man sich den mal näher anschaut. Der Bausatz kostet hierzulande ca. 18 €. Ist jetzt für so ein kleines Fahrzeug vielleicht ein bisschen teuer, aber im Anbetracht des Umfangs, was man hier als Bausatz bekommt, finde ich das durchaus angemessen. Da ist sehr viel Know-how reingeflossen und das muss irgendwo ja auch bezahlt werden. Wie schon mal erwähnt, das ist jetzt hier die Ausführung mit der Zusatzpanzerung. Es gibt vom Flyhawk auch noch dasselbe Fahrzeug ohne die Zusatzpanzerung. Im Prinzip derselbe Bausatz, da liegen bloß einfach die Gießäste für die Zusatzpanzerung nicht bei und stattdessen liegt hier noch eine Riesenfigur bei für den Kommandanten. Das ist der einzige Unterschied. Und das wäre jetzt hier eher ein Fahrzeug, wie es an der Westfront eingesetzt war. Ich persönlich kann es kaum erwarten, mit dem Bausatz mal irgendwann loszulegen. Ich habe auch schon eine Idee, was ich machen will. Das wird, glaube ich, ganz interessant. So, das war's auch schon wieder für die Bausatzbesprechung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Bakas.